Ja, guten Morgen, Nick. Thomas, servus. Grüß dich. Hi, Thomas. Thomas, keine Sorge, wir fahren jetzt nicht mit dem Auto nach München zurück. Na, das macht nichts. Das Highlight der Asienreise kommt immer am Schluss. So ist es, genau. Ich habe mich auch schon drauf gefreut und auch schon darauf vorbereitet, wie man sieht. Weißt du denn, was passiert heute überhaupt, wo wir überhaupt hinfahren? Ursprünglich haben wir was ausgemacht, aber vielleicht überrascht er mich ja mit irgendwas. Wir fahren an die Bay, kleine Bootstour vorbereitet für dich. Wie man hier auch unschwer erkennen kann. Unschwer erkennen. Thomas hat sich perfekt gekleidet, perfekt gerüstet, ja, Thomas. Schon, eingekleidet. Ja, Thomas, es gibt nicht so viele Möglichkeiten für euch auf so einer langen Asienreise solche Ausflüge zu machen, oder? Deswegen kommt es dir sicherlich ganz gelegen. Ja, das kann man so oder so sehen. Es ist natürlich einfach auch ganz wenig Zeit dazwischen, zwischen Spielen, Trainingseinheiten. Wenn wir da jetzt noch Ausflüge machen würden, dann würden wir vollkommen fertiger ins Bett fallen am Abend. Nee, aber jetzt heute Vormittag passt es ja ganz gut rein. Welcome, Fred. Welcome, Fred. Our driver. Hi Thomas. Nice How to are meet you? How are you? Very good. thank Everything is good? you. Yeah, good. What do you like the most in Singapore? Singapore is a food paradise, as you may know. Yeah. You should try out some of the local food, Yeah. like chicken rice. Oh, satay, sounds great. Yeah, chili crab. Oh, chili crab. Plenty, yes. I take the chili crab. Yes, you should try before you leave Singapore. Yeah, and after trying, I'm sure you'll come back again. Thomas, bekommt ihr eigentlich von der heimischen Küche irgendwas mit oder esst ihr komplett westlich eigentlich, wenn ihr zusammen da Nee, ja, eine Mischung. Natürlich haben wir schon einen relativ straffen und immer ähnlichen Speiseplan, weil wir es uns auch nicht erlauben können, jetzt irgendwas Verrücktes zu essen, wo dann irgendwelche Mägen schlecht drauf reagieren. Aber wir versuchen schon immer und vor allem unsere Köche versuchen schon immer, dass wir auch immer ein bisschen Abwechslung mit einbauen. In Singapur gibt es zum Glück noch mehr als gutes Essen und Absolut. das schauen wir uns jetzt mal an. Super Boote gibt's. Super Boote, genau. Und Fred, you can speed up now. Hallo Thomas. Schon sind wir da, Thomas, in Clarke Ja. Quay, das Partyviertel Singapurs, aber aus dem Alter sind wir beide eigentlich schon raus, oder? Nee, eigentlich nicht, aber die Uhrzeit passt halt jetzt auch nicht. Es wird gerade aufgeräumt. So mal. Eben, deswegen schauen wir jetzt auch aufs Boot, oder? Packen wir's. Ja, Thomas, wir schippern hier über den Singapore River, kann man aushalten, oder? Außer die Hitze vielleicht. Nee, ist alles okay. Ich verstehe bloß noch nicht, warum noch keine Cocktails gereicht wurden, zumindest kleine Kaltgetränke. Aber ja, Schlechter Service an Bord. nächstes Mal werde ich das mit der Bootstour dann selbst in die Hand nehmen müssen, damit das von der Organisation her auch dann... Oder wir machen es halt abends, dann können wir auch einen Cocktail trinken, Thomas. Nee, Thomas. aber sonst ist alles gut hier. Kann man aushalten. Ja, es ist schon eigentlich ganz nett. Ja. Thomas, wir kommen gleich noch ein paar Sehenswürdigkeiten vorbei. Lass uns währenddessen ein bisschen über diese Asienreise sprechen. Hast du gezählt, wie viele Autogramme du schreiben musstest bis jetzt? Nö, das Zählen, das bringt nichts. Es waren sehr viele, allerdings sind das in Deutschland auch sehr viele. Ja, das gehört, wenn man das Dienstoutfit anhat, auf jeden Fall dazu. Und ja, wir sind ja auch hier wegen unseren Fans. Wie fällt dein Fazit denn aus dieser Reise bis jetzt? Ich meine, über Hitze wurde viel gesprochen, es wurde viel über die Reise diskutiert. Wie fällt dein persönliches Fazit dieser Reise aus? Es ist natürlich sehr anstrengend. Die Temperaturen sind jetzt, sage ich mal, sind nicht optimales Fritz-Walter-Fußballerwetter bei 18 Grad und Regen, sondern ja, eher tropisch, immer mit einer gewissen Luftfeuchtigkeit. Aber ja, so ist es. Das haben wir vorher gewusst. Thomas, schauen wir uns ein bisschen um hier. Jetzt müssen wir irgendwo im Financial District Genau, hier. genau so ist Das es. habe ich schon Der gelernt. Central Business District ist hier. Schon Reiseführer gelesen. Thomas, bist du eigentlich jemand, der Großstädte eigentlich mag? Obwohl du bist ja auf dem Land aufgewachsen. Ja, also es ist schon interessant. Also ich bin eigentlich relativ offen. Natürlich ist jetzt für mich als Person, die auch öffentlich des Öfteren erkannt wird, sind natürlich Orte, wo viele Menschen da sind, nicht unbedingt
optimal zum Entspannen. Hier kommt übrigens gleich klar. das berühmte Formel 1 Hotel. Ja, so ist es. Formel 1 sprechen wir nachher auch noch Wo die drüber. Rennstrecke vorbeiführt. Genau. Nee, ist schon interessant, wenn man einfach die Architektur sieht, die Gebäude. Das macht schon Spaß. Bist du jemand, der auch mal einen Städtetrip macht an einem im Urlaub? Oder bist du jemand wirklich, der dann die Zeit... Also wenn wir mal einen freien Tag an einem Wochenende hätten, dann würdest würde du ich eine machen. Aber du hast noch nie einen Ich habe halt noch nie einen gemacht. Es war in den letzten Wochen ja medial auch mal zu lesen, war unter James Verpflichtung, dass für Thomas in die Saison auch eng werden könnte in der Mannschaft. Gut. Lässt dich sowas kalt oder reizt dich sowas sogar und spornt dich noch weiter an? Ja, weiß ich nicht. Grundsätzlich Gehst du mit sowas um? bin ich immer motiviert, aber ja, vielleicht ist es schon so, wenn man mich ein bisschen reizt, das hilft vielleicht manchmal, aber ich denke nicht, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. James ist ein guter Spieler, den wir auch auf der Asien-Tour jetzt schon gesehen haben, der uns absolut auch hilft. Aber natürlich muss medial auch was geschrieben werden. Und, Sommerloch. ja, nee, das liegt nicht nur am Sommerloch, das liegt auch an den Konsumenten. Das liegt auch an uns Menschen, weil wir einfach gerne Sensationen lesen und nicht so eine stinknormale Analyse einer Situation, die dann jeder nachvollziehen kann. Da schlafen einem beim Lesen dann die Füße ein. Thomas, schauen wir uns wieder ein bisschen um. Jetzt mal genug geredet. Oh, hier ist super. Oh, hier wird es ein bisschen kühler. Jetzt fahren wir gleich in die Bay rein und ja, schauen wir uns ein bisschen um. Ja. Ja, Thomas, ein bisschen was haben wir schon gesehen. Am Merlion sind wir vorbeigefahren. Einiges haben wir gesehen. Ein Löwe in Singapur. Also das ist halb Löwe, halb Fisch eigentlich, das Wahrzeichen Singapurs. Wir sind auch in der Löwenstadt. Singapur heißt Löwenstadt. Okay, ja gut. Das Wahrzeichen Singapurs, das dürfen schon die Singapur-Einwohner selbst bestimmen. Und, Ihre Entscheidung. aber ich glaube, in Asien gibt es ja öfter auch so Löwengeschichten, oder? So ist es. Und dementsprechend. Nee, es ist ja extrem modern auch hier. Also man sieht schon, dass oder ist ja auch wichtig, dass man noch erkennt, dass wir hier in Asien sind. Weil die Gebäude sind natürlich schon sehr futuristisch und ist schon wirklich cool. Alles noch relativ. Naja, aber die Skyline und so, also es macht schon Eindruck. Und Thomas, hier das Marina Bay Sands. Ein Ja, das riesiges ist ja Hotel. auch einfach vom Gebäudetyp her, da mit dem Segel da oben drauf. Ein Infinity Pool oben am Dach. Ja, das ist bestimmt nicht allzu schlecht, die Aussicht, ne? 200 Meter hoch, 2500 Zimmer, also Ja, nichts nee, wie für so ein gesagt, Riesenhotel. ist schon auf jeden Fall beeindruckend und dementsprechend hat man ja einiges zu sehen. Auch wenn man eben nur zum Fußballspielen da ist. Also wir wissen schon, was unsere Prioritäten sind, aber jetzt mal hier so eine Stunde mal durchschnaufen, das ist ganz gut eigentlich. Aber lass uns mal über Corentin Tolisso sprechen. Wie sind deine ersten Eindrücke von ihm? Ja, ist ein absolut athletischer Mittelfeldspieler, der genau weiß, was er zu tun hat. Technisch wirklich auch einen feinen Ball spielt und bisher sich auch super ins Team eingefügt hat. Also ja, ich denke, die Neuzugänge haben bisher gezeigt, warum wir sie geholt haben. Und ansonsten haben auch alle Spieler, ziehen bisher gut mit. Wir sind eine relativ gute Einheit auf dem Platz, auch wenn es jetzt das Spiel gegen AC Mailand haben wir einige Fehler gemacht, als Mannschaft auch. Das hat nicht immer was mit Einstellung und Hingabe zu tun, sondern Fußball ist eben, wie Franz Beckenbauer schon gesagt hat, ein Spiel der Fehler. Da wurde man eben kalt erwischt von Mailand. Aber alles in allem, auch wenn man den Telekom Cup anschaut hat, sind wir mit einer sehr guten Zielstrebigkeit schon unterwegs. Der Supercup ist ja auch nicht mehr so weit. Also das erste Pflichtspiel dann gegen Dortmund. In Dortmund, da wird man sicherlich auch wieder gut aussehen. Ja klar, gegen Dortmund zu spielen macht immer Spaß. Vor allem dann der Supercup ist ja so wirklich der erste nennenswerte Titel, den man so im Jahr hat. Und dementsprechend wollen wir da auf jeden Fall ja, nicht nur eine gute Leistung zeigen, sondern auch ein gutes Ergebnis und den Cup wieder mit nach Hause nehmen.
Thomas, es ist auch die Saison 1 nach Philipp Lahm. Vermisst du ihn schon? Ja, er ist ja nicht aus meinem Leben verschwunden. Deswegen hält sich es mit dem Vermissen in Grenzen. Natürlich ist es jetzt für mich auch was Neues, Trainingseinheiten ohne Philipp Lahm. Aber er und ich sind uns der ganzen Sache schon im Klaren, wie es im Leben und auch im Fußball abläuft. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei und dann kräht kein Hahn mehr danach. und so ist es. So wird es bei ihm sein, dass der FC Bayern, dass es mit dem FC Bayern weitergeht, auch wenn Philipp Lahm nicht mehr auf dem Platz steht. Fakt ist trotzdem, dass ein Umbruch natürlich ansteht in den nächsten Jahren beim FC Bayern. Siehst du das entspannt alles? Es steht in jeder Fußballmannschaft jedes Jahr ein Umbruch an. Mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen extremer. Also du bleibst da entspannt, dass der FC Bayern auch in den nächsten Jahren auch europäisch im absoluten Top-Level bleibt. Ja, was heißt entspannt? Uns wird der Erfolg nicht zufliegen. Wir brauchen nicht meinen, dass da alles von alleine geht. Aber ich glaube, das meint auch keiner. Sondern du musst immer sehr viel investieren und sehr viel dafür tun, dass es gut läuft. Und wie gesagt, es wird ja immer viel gesprochen dann auch. Es geht ja gefühlt immer mehr um die Champions League. Da kannst du reden, wie du willst. Man braucht einfach hauptsächlich, wenn die Spiele sind, wo das Niveau der beiden Mannschaften fast identisch ist, einfach ja, die richtige Tagesform und vor allem eine ganze Portion Glück auf seiner Seite. Aber was Carlo Ancelotti auch schon mal gesagt hat, im Fußball kannst du viel kontrollieren, aber nicht das Ergebnis. Und das ist auch gut so. Thomas, wir sind schon fast am Ende angekommen, sind auf jeden Fall schon angelegt. Direkt vor dem Singapore Flyer, eines der größten Riesenräder der Welt. Eine Höhe von, ich muss nachschauen, 165 Metern. Also hätte ich jetzt auch geschätzt. Relativ hoch, hättest du auch geschätzt. Ja. Thomas, hast du Höhenangst? Oder? Nee, weil wir wollen ja hoch hinaus. Vielen Dank. Alles klar. Lass uns nochmal vom Land. Gut, ne? Wir sind noch nicht ganz fertig, Also. Thomas. Fast fertig, aber noch nicht ganz. Eine Station haben wir noch und da gehen wir jetzt hin. Alles klar. So, jetzt stehen wir, Thomas, auf dem Formel 1, auf der Formel 1 Strecke von Singapur, auf dem Marina Bay Street Circuit. Müsste ich mein Shirt wechseln, oder? Müsste ich Shirt wechseln. Bist du ein Motorsport-Fan? Bedeutet dir, was hier zu stehen ist? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich gerne Auto fahre und auch wenn wir mal zum Beispiel, waren wir vor 1-2 Jahren mal bei Audi auf der Rennstrecke da. Das macht schon richtig Spaß und es ist auch eine Riesenleistung, glaube ich, in diesem Auto zu sitzen. Es ist ja nicht nur ein bisschen lenken, sondern was die Körper auch aushalten müssen für Kräfte, das ist schon beeindruckend. Aber mir persönlich hier gleich zum Zuschauen ist etwas laut. Also es ist jetzt kein Komfortsport zum Anschauen, außer natürlich am Fernseher mit gekühltem Getränk. Einfach ein spektakulärer Sport, den man sich wahrscheinlich lieber zu Hause anschaut. Thomas, vielen Dank. Ja. Uns hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke, dass du dabei warst. Und Schade, dass es endlich vorbei ist. zurück ins Hotel mit uns.